Hallo meine Freunde, hola Madridistas, das ist mein Real Madrid. Nach dem tollen Auftritt in der Champions League gegen Monaco, 3 Tage später das nächste tolle Spiel von Real Madrid. Gestern in einem sehr erwachsenen, sehr seriösen, sehr ernsten Auftritt. Ja, ich muss sagen, mit einem Auftritt eines echten Meisterschaftskandidaten. Und dieser Sieg trägt eine Handschrift, die von Álvaro Arbeloa. Ohne Militao, ohne Rüdiger, ohne Carvajal, ohne Trent Alexander-Arnold. Und dieses Real Madrid gewinnt 2:0 bei Villarreal im Spitzenspiel der spanischen Liga. Kommen wir erst einmal zu Fakten, Daten und Statistiken. Was bedeutet das für die spanische Tabelle? Wie ihr sehen könnt, an der Spitze Real Madrid mit 2 Punkten Vorsprung auf den FC Barcelona, üben etwas Druck aus und wir Madridistas schlafen endlich wieder als Spitzenreiter. Naja, mal schauen, wie die Katalanen sich heute gegen den Tabellenletzten anstellen. Es ist lange her, dass sie mal kämpfen mussten, um wieder an die Tabellenspitze zu kommen. Ja, bevor wir zum Spiel kommen und zu dem, was passiert ist, schauen wir uns erst einmal die Aufstellung an, die ein Álvaro Arbeloa gestern gewählt hat. Und ich muss sagen, die Aufstellung kenne ich doch irgendwoher. Ja, genau. Es war exakt die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Das könnt ihr gestern in meinem Video nachschauen. Also, ich war mit dieser Aufstellung natürlich mehr als zufrieden. Álvaro Arbeloa hat das Gleiche gedacht wie ich. Nach dem Spiel gegen Monaco versuchst du so wenig wie es geht zu verändern. Ja, das Spiel allerdings war nicht mit dem Spiel gegen Monaco zu vergleichen. Villarreal hat von Anfang an gezeigt, warum sie Tabellendritter in der spanischen Liga sind. Villarreal ist eine tolle Truppe, hat tolle Spieler und es ist kein Zufall, dass sie in der ganzen Saison nur ein Heimspiel verloren haben. Und dieses Heimspiel habe ich euch ja gestern schon erzählt. Es waren sehr besondere Ereignisse, die sie zu ihrer ersten Heimniederlage geführt hatten gegen den FC Barcelona. Gestern war davon nichts zu sehen. Im Gegenteil, wir unterhalten uns gleich kurz über den Schiedsrichter. Aber Real Madrid, jeder ist für jeden gelaufen. Real Madrid hat als Einheit vorne angegriffen, als Einheit verteidigt. Jeder hat für den anderen gekämpft. Die Mannschaft war intensiv. Die Mannschaft hatte Bock zu kämpfen, hat gekämpft, hat den gleichen Einsatzwillen wie Villarreal, wenn nicht sogar noch mehr gezeigt. Ja, und dann passiert das, was passiert. Real Madrid war im Großen und Ganzen die bessere Mannschaft und ist verdient als Sieger vom Platz gegangen. Wie ist das Spiel gestartet? Etwas abtasten am Anfang, doch im Laufe des Spiels wurde Real Madrid immer stärker. Vor allem in den ersten Minuten hat mir ein Franco Mastantuono unglaublich gut gefallen. Auf der rechten Seite mit Arda Güler, was für ein hohes Pressing die gespielt haben, wie aggressiv. Ganz viele Ballgewinne über die rechte Seite. Und man muss allerdings auch sagen, Real Madrid kam nicht zu richtigen Torchancen. Es waren Halbchancen, die an einem guten Tag vielleicht mal reingehen können, aber im Großen und Ganzen war die ersten 20 Minuten, das 0:0, 30 Minuten verdient, muss ich zugeben. Die erste richtige Torchance kam durch eine geniale Einzelleistung von Arda Güler. An der rechten Kante des 16ers dribbelt er an 2 Mann vorbei. Mit seinem linken Fuß scheppert er den Ball unter die Latte. Allerdings hebt der Torwart noch rechtzeitig die Hände und verhindert den Einschlag zum 1:0. Danach noch eine Halbchance. Arda Güler erobert den Ball sehr weit oben mit der Hilfe von Bellingham und Mastantuono. Alle 3 gierig nach dem Ball, legen dann den Ball auf Vini. Der zieht links vorbei und schießt den Ball knapp am langen Pfosten vorbei. Aber ich muss sagen, als Madridista hatte ich das Gefühl, es ist eine Frage der Zeit, dass hier gleich das 1:0 für Real Madrid fällt. Real Madrid war die bessere Mannschaft. Natürlich, Villarreal hat zu viel Qualität und hat hier und da immer wieder Konterchancen gehabt. Das kannst du nicht verhindern. Aber im Großen und Ganzen war Madrid die bessere Mannschaft. Über die gesamten 90 Minuten sehr seriöse Leistung mit und vor allem auch ohne den Ball. Vor allem die Leader vorne, ein Kylian Mbappé, ein Vini Junior, sind vorangegangen, haben gekämpft. Auch ein Bellingham
Tottenham hat gekämpft, vor allem ein Mastantuono und ein Arda. Und das ist für diese Mannschaft halt unbezahlbar. Ich weiß nicht, wie Álvaro Arbeloa es geschafft hat, doch alle ziehen an einem Strang. Alle zeigen die Grundtugenden, die ein Álvaro Arbeloa gestern in der Pressekonferenz noch verlangt hat. Diese Mannschaft war eine Einheit und hat das auf dem Platz gezeigt. Aber bevor ich jetzt zur zweiten Halbzeit komme, noch eine Szene, über die ich mit euch reden muss. Eine tolle Kombination über rechts auf einen Kylian Mbappé, spielt den Ball in die Mitte. Vini Junior wäre alleine aufs Tor gelaufen und Soto Grado, der Schiedsrichter, der Madrid seit Jahren immer wieder Probleme macht, pfeift Real Madrid in diesem Spitzenspiel seltsamerweise eine 100%ige Torchance ab, weil Vini angeblich geschubst hätte. Real Madrid TV, ich zeige euch jetzt die Wiederholung, schaut die euch an. Zunächst einmal versucht der Villarreal-Spieler Vini beim Konter zu unterbrechen. Er sucht Vini, er rennt ihm in den Weg. Als Vini weiterläuft, sind dann beide Hände vom Villarreal-Verteidiger am Hals von Vini. Ja, der schubst dann, aber es schubsen beide. Und wie gesagt, was soll Vini denn machen? Soll er die Hände vom Gegner am Hals lassen? Nein, Vini schubst zurück, also beide schubsen. Und der Schiedsrichter, der gar nicht hinguckt, pfeift diese 100%ige Situation ab. Auf dem gleichen Platz, auf dem Barcelona vor 3-4 Wochen einen Elfmeter bekommen hat und eine rote Karte, die beide sehr zweifelhaft waren. Ja, wie gesagt, dann brauchen wir Madridistas uns nicht wundern, wenn wir im Laufe der letzten 10 Jahren öfter die Champions League gewonnen haben als La Liga. Negreira wäre stolz. Wie gesagt, für mich die nächste katastrophale Entscheidung, seltsamerweise im Spitzenspiel wieder so eine Aktion. Ja, und bleibe ich mal beim Schiedsrichter, denn das ist eine Aktion, die auch nicht normal ist. Der rechte Verteidiger von Villarreal, der Vini die gesamten 90 Minuten provoziert hat, als der am Boden lag, ihm noch kurz einen mitgegeben hat, Ellbogen ständig am Hals etc. Der hat schon eine gelbe Karte nach einem wirklich bösen Foul an Vini Junior und er weiß, dass er es sich erlauben kann, Vini Junior in den Chokeslam zu nehmen, umzuschmeißen auf den Boden. Und es passiert nichts. Die Verteidiger in der Liga wissen, die können mit Vini Junior machen, was die wollen. Die kriegen keine gelb-rote Karte. Das ist wieder eine unglaubliche Skandalentscheidung. Ja, und ich muss auch Vini Junior Props geben. Nicht nur, weil er das Tor später vorbereitet hat. Ich komme jetzt gleich zur zweiten Halbzeit. Weil der ruhig geblieben ist. Ich könnte das nicht. Wir verlangen alle, von Vini Junior ruhig zu bleiben. Aber der wird in den Würgegriff genommen, umgerissen und es passiert nichts. Wie sollst du denn da ruhig bleiben? Naja, Vini Junior ist ruhig geblieben. Keine gelbe Karte. Also man sieht schon, der arbeitet an sich. Also wir Madridistas sollten ihn vielleicht auch ein bisschen mehr Props geben. Ja, dann kommen wir zur zweiten Halbzeit. Und Real Madrid belohnt sich für den tollen Auftritt mit einem schnellen 1:0. Tolle Kombination da. Mbappé, Arda, Mbappé, Vini. Vini setzt sich im 1:1 toll durch, legt den Ball zurück. Und ausgerechnet Pape Gui kriegt den Ball nicht geklärt. Kylian Mbappé fällt der Ball für die Füße und der ist ausnahmsweise da, wo ein Neuner sein muss. Schießt den Ball, findet die einzige Lücke, die es gab zum 1:0 für Real Madrid. Und wer dann gedacht hätte, Real Madrid lässt sich jetzt zurückfallen, Villarreal macht Druck, der war eines Besseren belehrt. Dieses Real Madrid hat bis zur 90. Minute Druck gemacht, die Gegner im eigenen Strafraum angelaufen. Natürlich hat Villarreal zweimal eine Kontersituation gefunden. Dafür sind sie zu gut. Wenn die Angriffslinie überspielt wurde, hatten sie hier und da Kontersituationen, aber die Abwehr hat das überragend gelöst. Sei es ein Asensio, der uns 3- oder 4-mal gerettet hat, ein Dienhausen in der Luft, am Boden, ein Fede Valverde, auch ein Carreras. Tolle Arbeit von Real Madrid. Zur Einzelleistung komme ich später, wie ihr es kennt. Ja, Villarreal hatte eine klare Torchance im ganzen Spiel. Das war nach einem Freistoß, den sie so eintrainiert hatten. Und auf einmal steht der Moreno alleine vor Thibaut Courtois, 7 Meter, schießt den Ball Gott sei Dank auf die Tribüne. Dieses 1:1 wäre meiner Meinung nach unverdient gewesen. Ja, Real Madrid hat sich aber nicht aus der Ruhe bringen lassen, hat weiter Fußball gespielt. Und jetzt werde ich Vini noch einmal Props geben. Denn in der 94., 93. Minute, den Pass, den ein Vini Junior auf den Mbappé spielt, wenn ein Neymar dir den spielt oder ein Ronaldinho, sagen die Leute wieder, der Brasilien hat den Fußball erfunden. Was für ein Pass von Vini Junior, das ist ein Gemälde.
auf Mbappé. Und Mbappé, wie gut ist Kylian Mbappé? Der ist gefühlt der schlechteste Mann auf dem Platz, hat die Schuhe falsch rum an, hat noch nie so ein schlechtes Spiel für Madrid gemacht. Jeder Pass geht zum Gegner und der ist so gut, dass der dir einen Elfmeter rausholt, der glasklar ist, dass der dir 2 Tore schießt, dass der zum Matchwinner und zum MVP wird. Unglaublich, das ist Kylian Mbappé. Seine Zahlen sprechen für sich. Ja, und wenn wir schon mal bei Mbappé sind. Also Mbappé ist wahrscheinlich auf dem Fußballplatz der Beste der Welt. Vor den Medien ist er auch der Beste der Welt. Aber im sozialen Miteinander muss Mbappé, glaube ich, noch etwas lernen. Das ist wie der Kumpel, wo du aus einer Augen-OP kommst und dir erstmal den Finger ins Auge steckt. Denn er macht das 2:0 per Panenka. Nach dem Spiel hat er in dem Pressegang, als er vorbeigegangen gesagt ist, das war für Brahim, aber sowas machst du nicht. Die Kameras natürlich direkt auf Brahim, als wenn Mbappé ihn vorführen wollte. Naja, Mbappé meinte es gut, hat genau das Gegenteil gemacht. Wie gesagt, der Kumpel, der dir nach einer Augen-OP erstmal den Finger ins Auge steckt. Naja, wie dem auch sei, weg davon. Das ist die Zusammenfassung des Spiels. Real Madrid hat das Ding gestern wie ein echter Meisterschaftskandidat runtergespielt. Der berühmte Arbeitssieg, sehr seriös, sehr erwachsen. Und dieses Real Madrid macht mir Hoffnung, bringt die Illusion zurück in den Madridismo. Und wenn wir so weiterspielen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass am Ende der Saison vielleicht der ein oder andere Titel für Real Madrid kommen kann. Ja, das ist meine Meinung zu dem Spiel. Deine möchte ich gerne in den Kommentaren lesen. Doch bevor ich mich verabschiede, jetzt die Einzelbewertung der Spieler. Ja, Thibaut Courtois wurde gestern nicht viel gebraucht. Wenn er gebraucht wurde, war er zur Stelle. Was mir gefällt, wie viele hohe Flanken er abfängt, das vermittelt so viel Sicherheit für die Abwehr, für den Madridismo. Ja, und fangen wir mit den Außenverteidigern an. Fede Valverde ist ein rechter Verteidiger. Er will es nur nicht akzeptieren, aber er ist der Beste der Welt. Tolles Spiel des Uruguayers. Álvaro Carreras hat mir in der ersten Halbzeit nicht so gut gefallen, in der zweiten deutlich besser. Viele Bälle abgefangen, also im Großen und Ganzen gutes Spiel. Über die Innenverteidigung, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ein Raúl Asensio verwandelt sich immer mehr in Sergio Ramos. Was für ein Spiel. Der Junge ist 22, ist jetzt schon einer der 10 besten Innenverteidiger auf dieser Welt. Und nicht nur mit der Aggressivität, wie oft hat er uns hinten gerettet mit Grätschen etc., sondern vor allem auch sein Spielaufbau. Der hatte gestern 4 oder 5 lange Bälle, die kamen wie gemalt. Wie gesagt, wir haben einen Schatz gefunden in unserer eigenen Fabrika. Ich will gar nicht wissen, wie viel man für so einen Innenverteidiger heute zahlen müsste. Und der Junge ist 22. An seiner Seite Dean Housen. Dean Housen hat vor einer Woche gesagt, ich war noch nie so oft verletzt, jetzt langsam komme ich wieder in den Rhythmus. Und wie der in den Rhythmus kommt, das war sein bestes Spiel, seit er für Real Madrid spielt. In der Luft, am Boden. Der hat die Gegner verfolgt bis zum gegnerischen 16er. Ich erinnere mich an einen Ballgewinn 20 Meter vorm Tor. Also, wie gesagt, das ist der Dean Housen, für den ich gerne 60 Millionen Euro bezahlt habe. Eduardo Camavinga, erste Halbzeit nicht so dolle Ballverluste, die er sich nicht erlauben darf. Vor allem nicht auf der Position als Sechser. Zweite Halbzeit ganz anders ins Spiel gefunden. Unglaublich viele Ballgewinne. Unglaublich präsent, sicher den Ball verteilt. Im Großen und Ganzen hat die zweite Halbzeit ihn für mich sogar zu einem der Spieler des Spiels gemacht. Tolles Spiel des Franzosen. Bellingham etwas unauffällig, natürlich im Dienst der Mannschaft, viel geackert, viel gearbeitet. Nach vorne fehlt noch das gewisse Etwas, aber dass der Engländer die Qualität hat, das brauche ich euch, glaube ich, nicht sagen. Auf der anderen Seite Arda Güler. Dieser Junge ist brillant. Dieser Junge ist der mit den meisten Fußball in der Mannschaft. Der Junge muss unantastbar sein. Über ihn, der bringt den Spielfluss in die Mannschaft. Und dazu, obwohl er den besten Fuß hat, ist das noch der mit der krankesten Arbeitsmoral. Wie er in jeden Zweikampf reingeht, wie er immer hochpresst, wie viele Ballgewinne. Also, tolles Spiel von Arda Güler. Und in den gleichen Topf kann ich fast einen Franco Mastantuono nehmen. Auch ganz viele Pressing-Momente, ganz viele Balleroberungen, super stark nach hinten gearbeitet. Nach vorne gelingt ihm noch nicht so viel wie dem jungen Türken. Nach vorne kann sich Franco Mastantuono mit Sicherheit noch verbessern. Nach hinten bitte mehr davon. Kylian Mbappé, was soll ich sagen, gefühlt der schlechteste Mann auf dem Platz, hatte die Schuhe falsch rum an, hatte Bügeleisen am Fuß, jeder Ball ist ihm versprungen, jeder Pass ging zu Villarreal. Aber er macht hier 2 Tore, wird Matchwinner und MVP. Ja, ich glaube, das sagt alles, was man über den Franzosen wissen muss. Wenn der noch funktioniert,
ja, dann Gnade den Gegnern Gott. Und links Vinny Junior. Ich gebe ihm mal fette Props. Er hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, obwohl er 90 Minuten provoziert wurde. Er wurde getreten, festgehalten, böse getreten. Und trotz alledem hat er die Ruhe bewahrt, immer und immer wieder attackiert und belohnt sich mit der tollen Vorarbeit zum 1:0. Toller Pass von Vinny, das Quäntchen Glück auf der Seite von Real Madrid. Ja, man muss auch sagen, dieses Quäntchen Glück hat Madrid sich erarbeitet. Ich erinnere da an das 1:0. Ich erinnere da an die Chance von Villarreal, dass er den drüber schießt. Ja, das ist das Quäntchen Glück, was am Ende Meisterschaften entscheiden kann. Im Großen und Ganzen ist das meine Meinung zum Spiel gestern. Ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Lass deine Meinung bitte unten in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, like dieses Video, teile dieses Video. Hypen, hypen, hypen. Wenn du noch kein Follow da gelassen hast, lass ein Follow da. Du unterstützt den Kanal ungemein. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!